Dan van daar wieder gaan in onze series. En deze series, de vrouw voor de series is, wer is God? Wer is God? En we gaan nou een paar aandagen hier zijn, God is. En dan laatste zondag zeggen we wel, God is ewig. En van de thema van vandaag is, God Es Perseelig. En zo, wer is God? God is ewig. En vandaag, God Es Perseelig. We gaan hier zijn dat God is, en wat we meinen met dat, is dat hij is niet bis in een idee oder in een geschichte, aber wenn wir von Gott reden, dann wir reden von ein Ding oder ein Mensch, was wirklich ist. Dann letzter Sonntag sagen wir, wo Gott ist immer, hij ist immer gewesen, hij ist nu und hij wird immer sein, hij ist ewig. Wenn der will wir sein, was meint er, dass Gott eine Person ist? Als wir wieder gehen, werden wir anfangen mit einem Gebet. Lieber Gott im Himmel, wir sind dankbar, dass wir es nicht können, kommen. Und über die ganze Welt von dir sind Christen, die in ihre eine Sprache, die anbeten tun, und die eine Sprache, die wird horchen tun, und hören tun. Und wir alle taub wollen streben, um Jesus Christus verherrlichen, und ehren und nachfolgen. En Gott, ich bete, dass du wirst mit mir sein, wenn ich diese Andacht bringe, da halt mir, dass ich dort Rüt bringen kann, in seine Weg, was klar ist, und leicht zu verstehen ist. Und wir beten das in Jesus' Namen. Amen. So, das erste Ding, was wir wollen von dir sein, ist, dass Gott ist eine Person. Und woran das wichtig ist zu verstehen, ist, wenn wir wollen verstehen, wer Gott ist, und wenn wir wollen ein Verhältnis haben, Gemeinschaft haben mit Gott, wie man erst weiten, wer er ist, oder wir würden gerne sagen, was er ist. Und so diese erste paar Andagen in dieser Serie sind, was ist Gott, oder wir würden gerne sagen, wer ist er? Und dann lauter, wo wir da sein, was ist sein Charakter, wer ist er, was ist seine Natur. So erstlich, was meinen wir mit eine Person sein? Gott ist eine Person, und mit dort meinen wir, dass er ist nicht ein Ding. Er ist nicht ein Ding. Und er ist nicht bloß ein Tier. So, das sind gewisse Dinge, die eine Person hat, die andere nicht hat. So, Gott als Meier ist bloß eine Kraft oder eine Energie. Du sind gewisse Glauben in der Welt, die leben, dass Gott ist ein bisschen so, er ist die Kraft, die die ganze Welt taub hält, aber nicht besonders persönlich. So Gott als Meier ist bloß eine Kraft oder eine Energie. Er ist eine Person. Ich weiß nicht, wie viel von Ihnen das Movie gesehen haben, Star Wars. Ich habe vielleicht ein oder zwei von denen gesehen, aber in den Movies, das ist noch bekannt, noch viele, das nennt sich eine Force, das ist eine Kraft. Und das passt so ein bisschen so ab, dass das Gott starke ist, das schlägt und das sich zwischen Gott und schlägt, das fährt. Aber Gott als Meier ist dort, er ist eine Person. So, was hat eine Person? Und wenn Gott eine Person ist, was hat Gott? Und ihr should denken, was eine Person hat, und was Gott hat in Sein. In Englisch sagen wir, er hat in Mind. Personen haben in Sein. Was ist eine Sein? Sein ist dort in uns, wenn wir leben, dort wir denken und entscheiden können, und dort wir können weiten, woran wir uns angehen wird. Dort ist nicht bloß genug zu sein, dass Gott lebt, wegen beim der Leben, aber beim hat nicht in Sein. Heung leben, aber der hat nicht in Sein. In Sein ist bloß ein Ding, was eine Person hat. So, was ist eine Sein? Eine Sein ist dort in unserer Seele, was denken det, was entscheiden det, und eine Sein weit dort hij oder zij ist. Dat is ook anders, dat is ook bezit oder meer, is bis an zijn Kopf. Wenn wir einen Kopf bei dir,
Wir haben nicht Zen bei dir. Das ist unseren Kopf, was bei dir. Das ist mehr als bis uns Brain. Dort, was in uns Kopf ist, dort, was denken det, der Zen ist mehr als dort. Jeder Tier, was Gott gemerkt hat in Brain. Aber Menschen, wir haben im Brain, dort ist dort Fleischreport von uns, was Haupt uns denken, aber ein Zen ist mehr als dort. Zen hat die Sätten an der Seil. So in der Person hat ein Zen. So was das ein Zen? Ein Zen kann denken. Ein Zen kann sich Dinge uitdenken und uitgrabbeln. Und wenn du ein Problem hast, dann kann das Problem vor dich bringen oder Zeit bringen. Menschen mit Zen sind auch selbst gewahr. Was ich meine mit das, sie weiten dort sie sind. Sie weiten dort sie sind. Du wirst mal ein paar Jahrhundert Jahre zurück, du wirst dann eine Frau, wo weit wie dort wir sind. Und der Schreiber dann, er sagt, ich denke, du wegen weit ich dort ich sie. Und eine Person weit dort ist. Und ich würde sagen, das ist vielleicht nur simpel, aber wir weiten alle dort, wie hier sind. Das ist Farge, was ich ein paar Mal gelesen habe, ich glaube, das ist der Untergrundfarge für diese ganze Serie, ist in 2. Mose, Kapitel 3, der 14. Farge, dann sagt es das. Und Gott sagt nur Moses, ich sie, und er sagt, so sollst du der Israeliten sein, ich sie habe mich noch nicht geschickt. So Gott weit dort ist, und die Person weit dort ist. Wieder Gott, in dem Neuen Testament ist eine Farge, was sagt, dass Gott hat einen Sinn. Gott hat einen Gedanken. Und dort ist in 1. Korinther Kapitel 2 der Satz in der Farge. Und so sagt es dort. Dort steht geschrieben, wer hat gewusst, was der Herr im Sinn hat? Oder wer kann am Rot geben? Wie aber haben Christus sein Geist und haben sein Gesinnung. So Gott hat in Sinn. Nach ich denke, was Port ist von einer Person sein, ist dort eine Person kann entscheiden. Ein Tier oder ein Baum oder irgendwas, was ein Plant ist oder irgendwas, was nicht leben wird, kann nicht entscheiden. Scientists haben dort nur studiert und Tieren, die dort nur down, was drief, in Englisch sei wie Instinkt, sagt ihm down. Wenn hungert, dann probieren sie Eten zu finden. Aber ein Mensch, der in Sinn hat, ein Mensch, oder irgendwas, was eine Person ist, wie diese Menschen sind auch Personen, wie kann entscheiden. Und das ist mehr, ist bis dort nur leben, was uns drief ist. So ein Mensch ist eine Person und wir können entscheiden. Die können alle entscheiden von des Mars, will je zu Tag fahren oder will je nicht. Und die werden frei, so wie das möglich, um dort entscheiden. Gott ist in der Person so, dass er auch entscheiden kann. So, wenn Gott seinen Sehen checken deit, uns raten, er dort entscheiden, dort tun. Und dort, was wir tun, ist viel wertvoller, wenn wir dort entscheiden, tun. Zum Beispiel, wenn wir mit von Vorbild und Vergleichnis, wenn wir sein dort, die sind in Stur, und morgen früh sind wir, wo die Rekord merken, wo die viel zu viel tun von der Rekord typen für die früh. Ihr weißt, Mann, was ich von reden nicht. Eine Card typen, Birthday Card, viel zu dir, aber die wegen da wir dort. Was ist der wertvoll von der Früh? Weil wir sagen, die sind in Stur, und der Früh sagt, er wird sehr Fan sein, wenn die mir eine Card typen. Und dann wird der Mann sagen, na, ich würde gern. Und dann sagt der Früh, hier ist der Quart, was ich gleich, da dort typen. Und dann tauft der Mann dort, ist dort wertvoll zu der Früh? Vielleicht ein clean Bett. Was ist der Unterschied dann zwischen dort und wenn der Mann
een huis komt en hij heeft zich, wanneer hij zoals ik zie, fernstoon en lezen zich een kwart uit en zijn een paar en de wegen, weten we niet wat we doen, maar de wegen entscheiden we in de kwart te kijken. En dan brengen we dat naar huis en dan geven we dat aan onze vrouw en de vrouw neemt dat aan. Dat is veel wichtig, is wanneer zij zegt, we moesten, en zo te zijn. Zo is het ook wanneer we een persoon zijn. Dat is veel wichtig, want we kunnen entscheiden en uit ons innen entscheiden dat we dingen. En God is een persoon en doorweg kan hij entscheiden. Du wordt tussen zo'n wat geloofsleer studeren doen en leren doen. Du is nog veel onderhouding wegen wat is vrijwillig entscheiden. Of in Engels zeggen we wat is free will. Zijn mensen, zijn personen werkelijk ganz vrij te entscheiden. En das ook te verstaan dat we als mensen, we zijn vrijwillig te entscheiden, dat wat we kunnen entscheiden. Er zijn diverse dingen wat we niet kunnen entscheiden, wenn er is sondern wat over ons is. Gott is over ons. Aber wenn keiner over Gott is, Gott is over alles, Gott is ganz vrij te doen wat hij wil. Du hast keiner wat sagt, nur Gott, du kannst nicht. Gott deed wat hij wil. En doorweg is God de einzige wat een ganzen vrije willen heeft. Part van dat is dat God kan niet doen en kan niet entscheiden wat buiten is van wer hij is, maar hij is ganz vrij te doen, krijgt zoals hij wil. En zo personen kunnen entscheiden. Nog een ding wat in de persoon heeft, is feeling. We zijn zeilig. In Engels zeggen we hebben emotions. En de Bibel leert ons zeer klar dat God heeft feeling. Hij heeft je feil. So er zijn diverse steden in de Bibel wat leren ons dat God heeft feeling. So wat is een feeling of een emotion? Wat zijn dat? Ik geloof dat is een ding wat we hebben voor een zeer zware tijd te verstaan. We kunnen dingen durchdenken, maar wanneer we dingen feilen doen, dat is veel zwaarder te verstaan. En wanneer je bevrijd bent of wanneer je vrienden hebt, je weten, wo dat is voor een zwaar te weten, krijg wat ons partner feilen deed. En voor weet we zelf niet meer wat we feilen doen. Maar een persoon heeft feiling. So wat is dat? Ik wil zeggen, een Beispiel brengen. Een feiling is een beetje, het is in de koor, du op het dashboard, alle de gauges wat zegt, wat aangeet in de koor. Dat is niet dat de gauges de koor drijven deed, maar de gauges wijst wat in de koor aangeet. En zo is het ook met onze emotions, onze feeling. Wanneer we daar zijn, dat wijst wat in ons aangeet. Wanneer we triune doen, dat wijst wat in ons aangeet. En zo deed het in de weg tussen de koor, dat het opdagen, te wijzen wat in ons hart aangeet. Zum Beispiel, waar we zijn aan een voorlicht, dan is er een licht wat aangeet, en dat is een licht van een motor. En dat voorlicht, dat raant een beetje vannig. Wat doe je met zo'n? Je viert dat naar een stad waar je dat fixen kan, of je zelf zijn, wat is er met aardig? En zo is het ook met onze valling. Dat wijst ons dat er wat in ons aangaan deed, in ons hart, en we zullen zijn dan wat we ermee doen kunnen. Wat we fallen doen, wijst wat we geloven van onszelf en van de wereld. Zum Beispiel, wanneer we in oor gaan, wenn wat aardig gaan deed, de oor wijst dat we geloven wat recht en aardig is. En wanneer wat aardig gedaan wordt, de oor wijst dat we zijn er niet meer in doen. So, wanneer God een valling heeft, hij is anders als we. Onze vallen die zijn niet allemaal, die stemmen niet allemaal met wat recht en wat aardig is. Die stemmen niet allemaal met de waarheid.
Zum Beispiel, es sind viele Tiden, wo wir vielleicht uns freuen, wenn wir uns nicht freuen sind. Oder vielleicht sind wir doll, wenn wir nicht doll sind. Und in der Wahrheit, wenn wir es dort feiern, die fallen erst nicht sind, aber dort, wo der Untergrund ist, wo die Falling bewiesen wird, muss Sinn sein. Aber Gott hat keinen Sinn. Und wenn Gott wird feiern wird, dort ist immer recht. So Gott hat immer Emotionen sozusagen, was stemmen, mit Bereich und ordentlich ist. So was sind ein paar von den Fällen, was Gott feiern wird, was wir in der Bibel lesen dann. Erstlich, Gott kann live feiern. In Jeremia Kapitel 31, der 3. Vers sagt es dort. O lang her hat der Herr sich die gewesen. Ich sie die noch einmal gut gewas. Du wegen krieg ich die mit einer trühartigen Leib. Dort ist nicht bloß eine Leib, was er entscheiden wird, dort ist eine Leib, was trühartig ist, und dort ist eine Wahrheit zu sein, er feiert der Leib. Wieder, die Bibel lehrt uns, dass Gott sich freuen. In Zephaniah, Kapitel 3, der 17. Vers, sagt es dort. Er wird sich ewig freuen und froh sein. In seiner Leib wird er jünt vergeben und er wird sich lüd zu jünt freuen. Er wird sich lüd zu jünt freuen. Hier ist in Gott, wir kriegen ein Bild, Gott der Juchten. Er freut sich. Und wenn diese Sünder nur Gott kommen und wir geben uns Hannamen und er kann uns vergeben von unseren Sünden, Gott wird sich freuen über uns. Er in der Wahrheit zu sein, er wird juchten über uns. So Gott kann freuen. Gott hat für euer. Psalmen 7, der 12. Vers sagt, und Gott lässt seine Euer jeder Tag über die Gottlose kommen. Er hat eine Euer. Er euert sich über Sünd. Dieper ist dort, Gott der Menschen verstanden, hosten. Psalm 11, Vers, 11. Kapitel, 5. Vers sagt, und der Herr über sagt, der Gerechte, aber der Gottlose und die durch ihren Daunen, was nicht reich ist, die versteht er. So Gott hat eine Falling, wo er versteht, er host. Wieder Gott feilt Treue. 1. Mose Kapitel 6, der 6. Vers sagt er, in den Herr deid dort Leid, dort er Menschen ab ihr gemerkt. Am wir dort sei er schuld. Hier ist ein interessantes Ding, wenn wir das wirklich annehmen dann. Wir haben alle Fälle. Wenn wir diese Dinge feiern dann, wenn wir uns ehren dann, wenn wir in der Zeit sind, wo uns das sehr schuld ist, wenn wir dieper Leib feiern dann, wir haben in Gott, was Matt feiern kann. Er kann Matt feiern, mit wo wir leben dann, wenn er irgendeine Person ist. Und das letzte Ding, was Port ist von in der Person sein, als Personen kann Gemeinschaft haben mit anderen Personen. Und Gott ist persönlich und dort er kann Gemeinschaft haben mit einer anderen Person. Gott mögt uns, das Menschen, so, dass wir können Gemeinschaft haben mit ihm. Und wir sind in sein Ebenbild gemerkt. Wir sind in sein Gleichnis gemerkt. Und ein von den größten Wegen, wodurch wir am Lecken down, ist, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Personen. Gott kann Gemeinschaft haben mit uns. Und das ist der Sinne genau, dass er uns in seine in sie nur Arme raupen wird, dass wir können Gemeinschaft haben mit ihm. So was ist dann der Untergrund von, dass Gott persönlich ist? Was ist der Untergrund, dass Gott kann Gemeinschaft haben? Und dort ist, dass Gott ist eine Dreieinigkeit. Und diese Lehre, diese Glaubenslehre ist besser der Untergrund von wo wir verstehen, wer Gott ist. So die Dreieinigkeit ist das. Du hast ein Gott, du sind drei Personen
Und die 3 Personen sind alle Gott. Und so, wir würden sagen, die 3, wir hatten eine schwere Zeit, dass die alle toepassen doen. Aber Drie-Eenigkeit, die sind 3 und die sind sich einig und die merken ab ein Gott. So 3 Personen, die sind sich einig und du hast dort Untergrund, dort Jemeetschoft ist. Wir würden gern sein, dass Gott ist Jemeetschoft. Praxis, weil wir wollen Lothar sein, Gott ist live, Gott ist Jemeetschoft. Wenn dort ist, wer er ist. Port von was dort abmerken wird, wer Gott ist dort in die Jemeetschoft ist. So, wir sollen wieder eine Dreieinigkeit verstehen. Wir wollen ein klein bisschen in ein paar Versen nachdenken. Ursprünglich, wir müssen verstehen, dass die Wunde 3 Personen sind, was Gott sind, du erst mal ein Gott. Epheser Kapitel 4, das erste Vers sagt, dass Jeff mal einen Gott in Vater für uns alle. Er steht über alle, schafft durch alle und lebt in alle. So, du erst mal einen Gott. So, wenn wir verstehen, wenn wir lernen, dass da 3 Personen sind, wir müssen dort verstehen, dass nur ein Gott ist. Dort ist, woran wir nennen, dort Dreieinigkeit. Und der Ursache, woran wir eine schwere Zeit haben, zu verstehen, ist, dass wir sind eint, so wir sind eine Person und auch dort wir sind bloß eint. Und dort haben wir eine schwere Zeit zu verstehen, dass wir können ehrlich sein, dass Gott ist eint, du erstmal ein Gott, aber du sind 3 Personen. Wenn dieses Menschen würden sein, ich sie, aber ich sind 3 Menschen, dann haben Menschen Nerventrouble. Wir müssen in ein Hospital führen, wenn die das nicht annehmen, was Wahrheit ist. Aber Gott ist höher als wir sind, und Gott ist unterschiedlich als wir sind, und er ist 3, und 3 in Einigkeit. So diese 3 Personen sind besonders 3 ganze Personen. Die sind apart von einem anderen. Dort ist nicht, dass Gott einen Tag abwarten wird und er sagt, von der sind ich den Vater. Und am nächsten Tag, dann wacht er ab und sagt, ich will den sehen. Und so wieder mit dem Heiligen Geist. Dort ist, dass er ist 3 Personen, alle auf einmal. Und er ist so was für alle Einigkeit. Er ist existiert ja was für alle Ewigkeit. Wenn ich dort Gott fängt an, das Vater, und dann hat Gott in Sehen, er mögen sehen, und dann dort, dann mögen er in Geist. Die sind von aller Ewigkeit, das ist ja was. Und wir sagen, letzte Sonntag, dort Gott ist ewig. Und ewig sein meint dort, er erst noch einmal gewast. Und dort er noch einmal gewast ist, dort meint dort er erst noch einmal, das ist eine Dreieinigkeit, gewast. Wieder, die 3 Personen sind alle in vollen Gott. Gott, der Vater, die Person, was Vater ist ganz Gott. Die sehen Jesus Christus, ist ganz Gott, und den Heiligen Geist ist ganz Gott. Ich glaube, das sind viele Versen, die uns klar lernen, dass der Vater Gott ist, und auch Versen, die klar lernen, dass die sehen Jesus Christus ganz Gott ist. Aber der Geist ist vielleicht ein bisschen schwanger zum Versen finden, was das sehr klar lernen. Aber in Johannes Kapitel 14, das 16. Vers sagt es das. Und das ist Jesus, was reden wird. Und er sagt, ich war den Vater Frauen, und die wird jünt in anderen Treister geben, die ewig bejünt bleiben wird. So, Jesus hat groß gelehrt, dass er den ersten Treister ist, und dann er sagt, er wird noch ein Treister kommen, was so erst als er ist. Und mit das Jesus am Glück mit ihm tun. In der Englische sagt, another. Das ist noch ein Kraxus er ist. Und so Jesus in dieser Vers lehrt, dass der Geist erst Glück mit ihm.
So wat is dan de onderscheid tussen de Vader, de Zoon en den Heiligen Geest? Die haben alle een bijzondere arbeid in de wereld merken en van God openbaren in een radung en ook in gebed. So, dat zijn een paar dingen. Usually, wanneer God alles merken deed, de Bibel leert ons dat de Vader, wie die wat zijn deed, hij wie die wat de wird uitspreken deed, dat alles gemerkt wordt. De Zoon wie die wat dat merken deed, en den Geest wie dort wat dat ondersteunen deed, en ook dat leven voor mensen kwam door den Heiligen Geest. En dat vinden we alle in de eerste paar versen in 1 Mose. Wieder in Openbaring, en wat ik mijn van dit is, dat God zich openbaren deed naar ons, hij deed zich wijzen naar ons. De Vader is die wat dat openbaren deed, zich dat in besonders in het Oude Testament, hij deed dat wijzen, hij heeft dat naar de Israëlieten weer hij weer. Jezus, de Zoon, is die wat dat woord is. So, wanneer de Vader van dat woord reden deed, hij redt van Jezus Christus. En dat woord is volkomen, dat wijst ons wer Jezus is. En so Jezus is dat woord. En dat is de Heilige Geest wat de schrijver, wat de Bibel schrijven deed, de wie de Geest wat leiden deed en dat zijn wat ze schrijven zullen. Ook in onze radung. De Vader schickt de Zoon, en hij is die wat ons tragen deed naar Jezus. In Johannes kapitel 6, de 44 vers zegt dat, ohne dat de Vader ons tragen deed, waar we ons niemals terugvingen. We worden niemals een radung vingen. De Zoon, die we gehoorzaam door den Vader, God de Vader schickt Jezus, en dat we door Jezus dat onze zin kan vergeven worden, en dat we door Jezus zijn ware opwekking, dat we kan niet leven hebben in met God. En de Geest is die wat dat in ons schaffen deed, dat we de ware geboorte krijgen. So de Geest is dat wat dat de Bibel leert ons, we zijn al aan zin geboren, en de Bibel leert dat als de oude mens. En de nieuwe mens is dat wat we krijgen, wanneer we ons bekeren dan, wanneer we ware geboren zijn. En de Heilige Geest is die wat dat schaffen deed. En dan wanneer we beten naar den Vader, en in Lukas kapitel 11, zei we dat we beten naar den Vader. We beten ook naar God en tot God. We komen verder God door Jezus. Hij is die wat aanstonden deed voor ons. En dan in Römer kapitel 8 leert ons dat de Heilige Geest is die wat ons helpen deed, wanneer we niet weet gaan te beten. Hij is die wat ons helpen deed. So wat hier is veel wat ik van jou heb gezegd en je leert van de Bibel. So wat doen we dan met alle dit? Ik heb van jou zeer veel gezegd. Eerste persoon wat we zullen proberen te leren en met meer van God weten. Ik leef deze leer dat God persoonlijk is en dat God Jemeetschoft is, als de ondergrond voor onze verständnis van God. Wie kan Jemeetschoft hebben met God, wanneer hij is een persoon? Wie kan Jemeetschoft hebben met God, wanneer hij is in Drie-Eenigkjeit? Wanneer God in Drie-Eenigkjeit is, God heeft voor alle eeuwigheid, heeft hij al Jemeetschoft gehad. Tussen zich, de drie wat poort zijn van God zijn, die hebben voor alle eeuwigheid volkomen perfecte Jemeetschoft gehad. En wanneer we recht zijn met God, God krijgt ons neer, niet dat we poort worden van de Drie-Eenigheid, maar dat we kan de Jemeetschoft beleven wat God had tussen zich. Dat is
wörtlich sehr, sehr gut nodig. Und so sagt sein, das meine ich, dass wir wollen aus Gott oder dass wir wollen in Gott, aber die Gemeinschaft, was Gott uns nur kreieren hat, ist so eine, was deep und ewig ist. Wieder, wir sind gemerkt, in Gott sein Ebenbild, dass wir sollen Gemeinschaft haben mit anderen. Ich weiß, die Städtwerken vielen sticht. Und es sind viele, die sich sehr allein zum Feiern. Aber Gott hat uns gemerkt, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen. Wenn wir nicht Menschen zu sich schieben, wenn wir nicht apart leben durch die Entscheidung, was wir merken, wenn wir lieber proben, Gemeinschaft haben mit Menschen. Und das ist Port, wenn wir wollen Gott no leben. Und dort ist, dass wir lernen in der Bibel, dass Gott verlangt in Gemeinschaft mit uns. 1. Timotheus, Kapitel 2, die 14. Vers sagt es dort. Die du haben wollen, dass alle Menschen sollen gerat werden und die Wahrheit kennen lernen. Gott will in Gemeinschaft haben mit anderen. So in Schluss, ich will uns von der Wahrheit halten denken, dass Gott Es Perseenlich. Gott ist nicht bis in Stein, er ist nicht bis in Oftjäter, was wir haben gemerkt. Er ist nicht bis in Tier, was bis denken det und bis in Brief hat, er ist eine Person. Eine Person kann und ein Gott will in Gemeinschaft haben mit uns. Gott ist nicht weit auf. Der, was Jesus deed, ab dem Kreuz und wenn er von Grab abgestoßen deed, können wir eine tiefe Gemeinschaft haben mit Gott. Johannes Kapitel 3. Der 16. Vers ist ein Vers, was uns noch bekannt ist. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewiges Leben haben. Wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir haben in Gott, was persönlich ist, was uns kreieren wird, haben Gemeinschaft haben. Und Gott, ich bete für jeder einer, was hier von dir ist. Und ich weiß nicht, wo deep unsere Gemeinschaft ist mit dir. Du weißt, wo wir stehen mit dir. Gott, wir preisen dich, wo du hast Geduld gewesen an uns. Wir haben so fern apart gegangen und die zu sie geschoben. Aber einmal war er, dass die uns kreieren, dann diese Gemeinschaft haben mit dir. Und Gott, ich bete dort von dir, wenn die Sonne sind, was das hier und sei das Gemeinschaft aufgesagt haben, Gott. Ich bete dort die Worte von dir, die nur die selbst raupen, und dort sie wollen können die Entscheidung merken. Dann sich hingeben nur die, dass sie dort ewig Gemeinschaft können haben durch Jesus Christus. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.